Mein Name ist Paul Posse und ich gehöre zu den People of Erfurt. Ich betreibe in Erfurt das Bandhaus, war früher selber Musiker, habe Schlagzeug gespielt, war Tourschlagzeuger für viele Bands und habe im Grunde genommen selber immer nach Proberäumen gesucht, wo ich mit meinen Bands spielen kann und habe relativ schnell einen Mangel entdeckt, der europaweit eigentlich so herrscht, weil ähm, viel Möglichkeiten gibt es nicht, wo man proben kann, wo man seine Instrumente sicher unterstellen kann. Also es musste irgendwie was her und dann habe ich irgendwann gedacht, ich baue einfach selber Proberäume. Damals war ich 24, jetzt bin ich 30 und Erfurt ist meine Heimatstadt und deswegen habe ich gedacht, muss ich das auch hier sozusagen beginnen. Ja, wir befinden uns hier im Erfurter Norden. Wir sitzen hier gerade im VEB Kultur im Bandhaus Erfurt. Und das ganz wichtige Merkmal im Grunde genommen ist auch der Raum, in dem wir sitzen. Das VEB Kultur beinhaltet im Namen schon so diesen alten Charakter des Hauses, den wir hier haben. Das war alles früher GHG Haushaltswaren. Das kennen aber, glaube ich, viel zu wenige in unserer heutigen Generation. Deswegen hatte ich mir irgendwann so nach 3 Bier hier unten gedacht, es wäre viel cooler, wenn man einen anderen Begriff auch für diesen ganzen neuen Anbau, den wir hier geschaffen haben, irgendwie findet. Denn es hat ja nicht nur noch was mit Bands hier unten zu tun. Klar, wir haben 34 Proberäume, Tonstudio mit inbegriffen, was alles sehr musikbezogen ist, auch ein Orchesterproberaum. Aber wir haben eben auch Büros, die eine völlige Vielfalt bieten im Grunde genommen. Und eben auch diesen schönen Raum, den ich mir so gebaut habe, wie ich ihn mir vorgestellt habe, wenn ich irgendwie wohin gehen möchte. Weil das, finde ich, ist in letzter Zeit irgendwie alles sehr wenig geworden in Erfurt, bis man irgendwie sich nicht mehr so oldschool wohlfühlt, wie es mal war. Und viele Sachen haben jetzt eher so einen neuen Charakter angenommen. Ich bin trotzdem dafür, dass man mit der Zeit geht. Aber hier, eben weil es ein altes Haus ist, weil es eine ganz alte Geschichte irgendwie hat, habe ich mir dann gedacht, diesen Namen muss man so ein bisschen breiter fächern. Das heißt, Kultur ist für mich immer so ein Oberbegriff gewesen, der einen ganz wichtigen Standpunkt irgendwie bietet. Und VEB ist halt einfach das bessere Pendant zu GHG, also VEB, volkseigener Betrieb, und dann Kultur, finde ich überspitzt eine sehr lustige Geschichte eigentlich, um das Ganze hier unten ja aufzulockern und aber trotzdem auch so ein bisschen immer noch daran zu erinnern, was ist eigentlich mal für eine Geschichte, egal ob man die schlimm findet oder nicht, hat. Aber ich glaube, Geschichte gehört immer irgendwie dazu und das sollte man gerade in so alten Immobilien hier erhalten. Wenn man im Prozess des Bauens eines Proberaums ist oder eines Proberaumkomplexes, dann muss man sich zwangsläufig mit der Frage auseinandersetzen, was so ein Proberaum überhaupt irgendwie beinhalten soll. Und ich empfinde diesen Oberbegriff Proberäume als 5-Sterne-Variante eigentlich ganz schön, um in der Hotelleriesprache zu bleiben. Ich habe eigentlich in Erfurt immer nur in Proberäumen geprobt, die so, ich sag mal, 1 bis 2 Sterne irgendwie beinhaltet haben ohne Frühstück. Und das war dann halt immer so ein bisschen das Problem. Also sonntags zum Beispiel 20:15 Uhr klopft Oma Erna an der Tür und sagt, sie möchte gerne ihren Tatort gucken. Oder es ist einfach nass und kalt, was für ein Schlagzeug, was sehr teuer ist, eben ein relativ großes Problem darstellen kann. Das heißt also, hier habe ich das so umgesetzt, dass wir eben dieses Thema Sicherheit haben. Wir haben das Thema Luft in so einem Proberaum, wir haben das Thema Schallschutz in einem Proberaum und auch einfach, wenn mehrere Menschen aufeinander kommen, passen die aufeinander auf. Das heißt also, viele Aspekte ergeben sich eigentlich auch nicht nur in der baulichen Art und Weise, die ich irgendwie schaffe, sondern auch allgemein irgendwie in diesem Workflow, den man dann irgendwo so bekommt. Und das Ganze
würde ich jetzt hier schon so sehen, dass wir in 5 Sterne Proberäumen proben. Ich hätte auch eigentlich bei so einer Fuck-Up-Night mitmachen können, denn in dem ersten Haus, was ungefähr 200 Meter Luftlinie von hier auch im Erfurter Norden angesiedelt ist, habe ich im Grunde genommen damals schon dieses Konzept, wie wir es jetzt hier haben, auch probiert umzusetzen. Und ich bin der Meinung, das ist bis zu einem gewissen Punkt sehr gut gelaufen. Und dann gab es ein Starkregenereignis. Die ganze Bude, die ich da hatte, ist komplett mit Wasser vollgelaufen. Fäkalien hat es aus dem Boden gedrückt. Anschließend gab es ein riesen Gerichtsverfahren mit dem Vermieter, mit den Versicherern. Das war eine sehr schwierige Zeit, würde ich mal sagen. Also das waren 1,5 Jahre, die wirklich emotional auch eine absolut harte Geschichte waren, wo aber so viel passiert ist, dass ich mich da gar nicht so in diese traurige Phase irgendwie so reinbringen konnte. Und Kopf in den Sand stecken war noch nie irgendwie so mein Punkt. Deswegen habe ich gesagt, und es war mir auch gleich klar, muss ich an einem anderen Standort weitermachen. Bei der Bank habe ich zu Beginn schon kein Geld bekommen. Ich hatte mir damals 100.000 Euro privat geliehen. Die waren natürlich erstmal weg. Das heißt also, noch ein Versuch bei der Bank war so aussichtslos. Aber durch ganz viele Umstände, und einer hat mal zu mir gesagt, Paul, das ist das Glück des Tüchtigen, wenn man sich um seine eigenen Sachen, die man irgendwie vorhat, die man macht, dass man selber was anfasst. Wenn man das also so akribisch tut, dann wird sich dieser Weg auch schon formen. Und genauso ist es hier passiert. Es gab ganz viele Unwägbarkeiten, aber ich finde, jetzt sitzen wir hier und es ist alles zu einem sehr schönen Ort geworden, mit 100% Vermietung und ganz vielen Menschen, die irgendwie zusammenkommen. Und ja, da habe ich dann wiederum gesehen, dass dieser Ausspruch, das Glück des Tüchtigen, eben einfach der Punkt ist, den ich mir da im Kopf als meinen Leitspruch irgendwie behalte. Für mich spielen Visionen eine ganz große Rolle. Eben dieses weitblickende, was kann man noch irgendwie verbessern, was kann man noch anders machen. Und ich glaube, da gibt es bei mir so 2 Herzen, die in meiner Brust schlagen. Das eine Herz ist für die Vision da, wie man das Ganze hier an dem Standort noch ausbauen kann und wie man es auch vielleicht weiter in die Welt tragen kann. Und das andere ist eher so eine emotionale Vision. Um bei dem ersten zu bleiben und es das kurz zu erklären, fände ich hier am Standort wichtig, ein Hostel zu bauen. Wir haben also Bands, die hierher kommen, international wie nationale Künstler, wo wir immer vor dieser Problematik stehen, wo schlafen die überhaupt? Ich habe es zum Beispiel total gern, dass ich am nächsten Morgen mit denen frühstücken gehe. Das heißt also, in einem Hostel, was wir hier anbauen würden, hätten wir alles abgedeckt. Die könnten hier bei uns schlafen, ich könnte mit denen morgens frühstücken gehen und hätte da sozusagen alles irgendwie für mich auch abgedeckt. Des Weiteren gibt es hier in Erfurt jetzt auf dem Petersberg das Bandhaus über Erfurt Festival, weil ich hier dieses Gesamtkonstrukt über die Stadt bringen wollte, und so ist auch der Name dann entstanden. Das heißt, auf dem Petersberg können wir über Erfurt gucken und dort wird es ein internationales und nationales Line-Up im nächsten Jahr geben, unterteilt in Pop-Rock, Heavy-Rock und Techno und House. Alles verteilt von Freitag bis Sonntag. Die größte Vision in dem Punkt ist eigentlich, das Bandhaus in Modulbauweise in verschiedenen Städten zu bauen. Und hier sind wir ja am Bestand. Das heißt, wir haben immer relativ schwierige Probleme, vor denen wir stehen. Sind auch so ein bisschen eingeschränkt, was im Modulbau nicht so ist. Das heißt also, jedes Haus wird irgendwie gleich sein. Wir hatten ein vorgefertigtes Konzept.
Und das ist für mich eigentlich so diese Großvision, wie ich sie als Ziel irgendwie vor mir habe. Und das zweite Herz, was in mir schlägt, was die zweite Vision sozusagen ist, dass diese junge Generation, die wir irgendwie gerade heranwachsen sehen, dass die mehr wieder in diese handgemachte Musikrichtung geht. Ich habe festgestellt, dass durch diese 30-Sekunden-Videos bei TikTok, man merkt es ja auch selbst, das Aufmerksamkeitsverständnis für viele Sachen, das schweift vollkommen ab. Und ich würde mich mehr freuen, wenn es viel mehr Jugendliche gibt, die sich wieder diesem Thema handgemachte Musik widmen. Für Clubs und Konzerthallen, gerade im kleinen Bereich, ist es wichtig, dass Planungssicherheit für das ganze Team besteht. Das heißt also von der Barfrau bis zum Security-Mann, über den Booker, über den Tonmenschen und die Band, die spielen, ist es wichtig, Planungssicherheit zu haben. Deshalb kauft Vorverkaufstickets.